Bereits 4 Monate sind vergangen, seit wir die grandiose erste Demo-Version von Manor Lords spielen durften. Seither hält sich ein Mann-Entwickler Gregorge zwar relativ bedeckt, wie es um sein Spiel aktuell steht, droppt aber hier und da immer mal wieder interessante Infos, die ich für euch in den News zusammengefasst habe. Lasst uns zu Beginn direkt mit dem Elefanten im Raum aufräumen. Manor Lords soll im Herbst bzw. im Winter 2023 auf Steam in den Early Access starten. Da dieser Termin unbedingt gehalten werden soll, wird es vorab keine weitere Demo-Version für die breite Öffentlichkeit geben. Aktuell wird am ambitionierten Kampfsystem gewerkelt. So muss zum Beispiel Ausrüstung für das Militär hergestellt oder über Händler importiert werden. Die Rüstungsqualität soll zudem durch die Siedlungsstufe begrenzt werden. Bedeutet, selbst wenn der Schmied Plattenharnische von höchster Qualität herstellen kann, können diese nicht im Kampf getragen werden, da die Dorfbewohner sich diese schlichtweg nicht leisten können. Des Weiteren wurde der sogenannte Burgenplaner überarbeitet. So müssen nicht mehr wie in der Demo zuerst Mauern gezogen werden, sondern zuerst der Bergfried platziert werden. Anschließend sollt ihr Wände und Module planen können, welche sich danach immer noch interaktiv mit einem Klick an die richtige Position ziehen lassen. Außerdem wird sich eure Burg danach um mindestens 3 Stufen, je nach Siedlungsstufe, ausbauen bzw. aufwerten lassen. Ein Vergleichsbild von Stufe 1 und 3 seht ihr hier. Zur 4. Stufe gibt es bisher nur Konzeptzeichnungen, die dafür aber sehr beeindruckend sind. In der Demo-Version konnten wir unsere Dörfer bereits zum Ende hin auf Stufe 2 aufwerten. Im fertigen Spiel wird es dann ebenfalls eine 3. und eine 4. Ausbaustufe geben, die dann wiederum, wie schon angesprochen, eure Militärstärke beeinflussen wird. Auch die Icons in GUI wurden komplett neu gestaltet und passen jetzt viel besser zum Thema. Und da man nach dem Erfolg der Demo mittlerweile auch ruhig mal klotzen statt kleckern kann, wurde im November 2022 in London mit komplettem Chor und Orchester der Soundtrack für das Spiel aufgenommen. Ihr könnt also hier durchaus was Episches in die Richtung erwarten. Es bleibt einfach nach wie vor beeindruckend, was hier mit Miniteam und einfach Liebe zum Genre auf die Beine gestellt wird. Hier scheint uns ein absolutes Aufbau-Strategie-Highlight bevorzustehen. Und womit? Mit Recht. Ich bleibe natürlich für euch dran und sobald es handfeste neue News zum Titel gibt, erfahrt ihr es wie gewohnt auf der Zocker Lounge in den News.